Guten Tag, hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 15. März 2025. Handelsstreit. Trump droht mit hohen Zöllen auf EU-Alkohol. US-Präsident Donald Trump will, dass die EU den Zoll auf US-Whisky abschafft. Falls das nicht passiert, droht er mit 200% Zoll auf Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke aus der EU. Tragödie in den Bergen. Vermisster Deutscher auf Kreta tot gefunden. Auf Kreta haben Bergsteiger die Leiche eines vermissten 20-jährigen Deutschen entdeckt. Der junge Mann aus Heidelberg war seit Mitte Februar verschwunden. Er ist durch Fotos und seine Kleidung erkannt worden, sagte der griechische Sender ERT News. Die Leiche wird jetzt nach Chania gebracht, um sie gerichtsmedizinisch zu untersuchen. Selenskyj. Putin verzögert die Waffenruhe. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj sagt, dass Wladimir Putin eine Waffenruhe verhindert. Putin stellt so viele Bedingungen, dass eine Einigung nicht möglich ist. Selenskyj sagt, dass Putin den Krieg fortsetzen will, es aber nicht offen zugibt. Stattdessen versucht er, eine Waffenruhe zu verzögern oder zu verhindern. Die Ukraine ist bereit, die Kämpfe vorübergehend zu stoppen. Kiew hat den Vorschlag der USA angenommen, weil die USA die Einhaltung kontrollieren wollen. G7-Treffen in Kanada. USA unterstützen weiter die Ukraine. Die G7-Außenminister haben der Ukraine weitere Hilfe zugesagt. US-Außenminister Marco Rubio sagte, die Ukraine soll ihre Grenzen und ihre Unabhängigkeit verteidigen können. Die G7-Staaten drohen Russland mit neuen Sanktionen, falls es eine Waffenruhe nicht unterstützt. Eierknappheit in den USA. Europäische Länder sollen helfen. In den USA gibt es zu wenig Eier, weil die Vogelgrippe ausgebrochen ist. Deshalb hat die US-Regierung europäische Länder um mehr Exporte gebeten. Besonders Dänemark und Schweden haben erste Anfragen bekommen. Dänemark und die USA haben derzeit ein schwieriges Verhältnis, weil Trump Grönland kaufen will. €100 Milliarden für den Klimaschutz. Union, SPD und Grüne haben sich auf ein Finanzpaket für den Klimaschutz geeinigt. Die Verhandlungen waren schwierig, aber in der Nacht gab es eine Lösung. Der wahrscheinlich nächste Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Einigung am Freitag in Berlin vor der Presse mitgeteilt. Kampf gegen Drogenkartelle. Ecuador arbeitet mit US-Sicherheitsfirma zusammen. Ecuador hat große Probleme mit Gewalt und Drogenkriminalität. Präsident Daniel Noboa hat deshalb eine Allianz mit Blackwater-Gründer Eric Prince geschlossen. Wir haben eine strategische Allianz gebildet, hat Noboa auf X geschrieben. Ecuador will die Drogenkriminalität bekämpfen und seine Gewässer vor illegaler Fischerei schützen. Essen. Fahrraddemo für sichere Straßen. In Essen findet am Samstag eine Fahrraddemo für sichere Radwege statt. Die Critical Mass Essen demonstriert seit 6 Jahren für mehr Sicherheit auf den Straßen, besonders für Kinder und Jugendliche. Die Demo startet um 14 Uhr in Holsterhausen und endet dort nach einer Stunde wieder. Das war's für heute mit den Nachrichten. Danke fürs Zuhören.